Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung des leichten geländegängigen Einheits-LKW 2,5 Tonnen von IBG Models im Maßstab 1:35. Hier auf der Packung wird das Fahrzeug als Einheitsdiesel bezeichnet. Das ist ja so ein gängiger Begriff für diesen LKW. Das bezieht sich auf den Motor, den das Fahrzeug hatte. Das war der sogenannte Einheitsdieselmotor und der war eben typisch für diesen LKW. Wir haben hier ein Wartungsfahrzeug vor uns mit diesem Bilstein-Kran. Bilstein, das ist glaube ich die Firma, die den Kran entwickelt und hergestellt hat. Und ja, das Fahrzeug war so in der Form in Vorkriegsjahren oder auch frühen Kriegsjahren bei diversen Instandsetzungseinheiten unterwegs. IBG Models ist bekannt für die zahlreichen LKWs, die sie im 1:35er Maßstab rausgebracht haben. Das finde ich ist eine ziemlich interessante Sache. Normalerweise herrscht kein Mangel an Panzerfahrzeugen, aber die ganzen Unterstützungsfahrzeuge sind immer ein bisschen rarer gesät und da finde ich gut, dass IBG Models da in die Bresche springt. Soviel zum Fahrzeug selber, jetzt schauen wir uns mal an, was so in der Schachtel drin ist. Außen auf der Schachtel findet man dann noch die Hintergrundgeschichte zum Fahrzeug auf Polnisch, Deutsch und Englisch. Die Schachtel selber ist, glaube ich, ganz stabil. Da dürfte den Teil nichts weiter passieren und die Gießäste sind meistens zumehrt in Plastiktüten eingetütet. Das macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Schauen wir uns zunächst mal die Bauanleitung an. Beginnt hier mit einer Farbtabelle, bezieht sich auf Gunze, Model Master, Humbrol und Vallejo. Das ist eine sinnvolle Auswahl, wie ich finde. Und dann folgt eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen und auch welche Nummern die Teile dann eben haben. Das ist alles sehr groß und übersichtlich. Und dann geht der Bau los. Das sind hier so gerenderte Grafiken. Und das finde ich jetzt schon etwas unübersichtlich, aber sie zeigen einem dann meistens auch, wie das zusammengesetzt aussehen soll. Also hier der Fahrzeugrahmen wird aus mehreren Teilen zusammengebaut. Da muss man mal aufpassen, dass sich da nichts irgendwie verwindet und verzieht, weil sonst hat man später ein Problem, da wie das Führerhaus und die Ladefläche drauf zu bekommen. Das ist relativ komplex, dafür dann aber auch detailliert. Aber ich habe schon bessere Bauanleitungen gesehen. Ja, die Reifen kommen in 2 Teilen. Das kann gut oder schlecht sein. Das sieht man dann, wenn man es baut. Der Motor ist auch beinhaltet. Hat eigentlich ausreichende Details. Sicher kann man da noch mehr rausholen, wenn man diverse Zurüstteile verwendet oder selber noch tätig wird mit eigenen Verbesserungen. Ja. Das ist eigentlich ganz schön hier mit den Achsen und so. Das macht schon einen guten Eindruck. Ja, das ist jetzt auch wieder ein bisschen viele Linien ineinander. Naja, ich denke, man kommt mit klar, aber es gibt sicherlich schönere Bauanleitungen. Ja, ist immer noch Fahrwerk. Genau, jetzt ist das Fahrwerk mal fertig und dann geht hier die Fahrerkabine los zum Bauen. Hat auch schöne Innendetails. Kommt dann auch gleich ran mit der Motorhaube. Genau, und dann hier hinten die Ladefläche kann man auch mit abgeklappten Bordwänden bauen. Das ist immer schön. Und dann hier der Kran. Das ist natürlich das Interessanteste an dem ganzen Fahrzeug, würde ich mal sagen. Kann man hier bauen, eingefahren. Praktisch, wenn das Fahrzeug sich auf dem Marsch ist, sieht dann so aus, oder ausgefahren, wenn es dann gerade am Bergen ist oder irgendwie ein Motor tauscht und so. Ja, dann kommt das alles zusammen. Und hier wird dann nochmal gezeigt, die beiden Varianten, eingefahrener Kran, ausgefahrener Kran. Es liegen dann 2 Bemalungs- und Markierungsvarianten bei. Hier einmal ein
graues Fahrzeug der 4. Panzerdivision in Frankreich 1940 und das zweite Fahrzeug ist von der Ostfront 1941 von der 6. Panzerdivision hier, grau und weiß abgetarnt. Schauen wir uns jetzt die Gießäste an. Die sind dicht gepackt mit zahlreichen Kleinteilen. Hier jetzt für das Fahrwerk, das haben wir ja auch schon in der Bauanleitung gesehen, dass es da ziemlich komplex zugeht. Das macht alles einen guten Eindruck eigentlich. Die Teile sind schön gegossen, es ist auch nichts verzogen oder so. Keine Fischhäute zu sehen, kein Grat. Das ist gut. Das Einzige, was mich stört, ist, dass diese Verbindungspunkte der Teile zum Gießast sehr groß ausfallen. Das heißt, da müssen wir ein bisschen mehr versäubern. Die Details an den Reifen sind sehr stark wiedergegeben. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Ist sicherlich aber kein Fehler, weil durch die 2 Hälften müssen wir da wieder relativ viel abschleifen, weil da sich einfach immer eine kleine Lücke aufbaut. Das ist ein bisschen ein Nachteil von den Reifen. Hier ziemlich viele Verbindungspunkte zum Gießast und eben auch groß, wie schon erwähnt. Dafür kein Grat. Also irgendwas ist immer. Ist jetzt auch nichts, womit ein Modellbauer nicht klarkäme. Hier die Schaufel. Da möchte ich darauf hinweisen, dass die Werkzeughalterung, das ist halt nur so ein Klötzchen. In echt ist es natürlich eine Klammer mit einem Griff und einer Feder und allen möglichen. Das ist halt sehr rudimentär wiedergegeben. Am zweiten großen Gießast findet man dann noch mehr Rahmenteile und Fahrwerksteile, ist aber auch der Motor dabei und Teile, die zur Fahrerkabine gehören. Im Prinzip kann man hier dasselbe sagen wie vorher auch. Kein Grat, keine Fischhaut, aber große und zahlreiche Verbindungspunkte zum Gießast. Was mir jetzt da gar nicht gefällt, ist hier dieses Verdeck. Das soll ja irgendwie ein Stoff sein, aber ihr seht, da ist eigentlich kaum Stofftextur vorhanden. Das ist ein bisschen ein trauriges Teil, möchte ich mal sagen. Das würde ich irgendwie versuchen wegzulassen oder vielleicht sogar selber anzufertigen. Die Auswurfmarken sind eigentlich immer sehr gut platziert. Die sind eigentlich nirgendwo sichtbar. Einzige Ausnahme, die ich jetzt hier so auf die Schnelle sehe, ist hier innen an den Radläufen vorne. Aber da kommt ein Reifen rein, beziehungsweise das sollte man ziemlich viel altern mit Schmutz, dass es das überdeckt. Also überhaupt kein Drama, das ist eigentlich sehr clever gemacht. Ich bin ja doch ziemlich erstaunt, wie dicht gepackt hier die ganzen Fahrwerksteile sind. Hier seht ihr nochmal das Verdeck aus der Nähe und ich möchte euch auch noch auf diesen Benzinkanister hinweisen. Das ist so ziemlich der schlechteste Benzinkanister, den ich seit langem gesehen habe. Der ist, finde ich, von der Dimensionierung falsch. Der hat überhaupt keine Details und bei den deutschen Kanistern ist die Öffnung eigentlich nicht in der Mitte, sondern versetzt auf einer Seite. Das ist also komplett falsch. Aber das macht jetzt den Bausatz nicht wirklich schlecht, weil dann lässt man den Kanister eben weg. An diesem Gießast brauchen wir nur diese Staukästen. Das ist hier die normale Ladefläche ohne Kran. Also interpretiere ich das jetzt mal so, dass man den LKW auch ohne Kran bauen könnte. Ja, hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Holzstruktur ist eigentlich nicht wirklich vorhanden. Trotzdem, die Gussqualität an und für sich ist aber sehr gut. Hier haben wir dann die Grundelemente für den Kran, wie zum Beispiel die Plattform, die hinten dran kommt, Bordwände und dann diverse Umlenkrollen und halt den Hauptrahmen vom Kran unten für den Ausleger. Hier sind die Teile deutlich filigraner, schön dünn alles ausgeführt. Die Verbindungspunkte sind nach wie vor ziemlich groß, das dürfte auch bei diesen Umlenkrollen ein bisschen lästig werden. Aber ich sag mal, ein Modellbauer mit ein bisschen Erfahrung kann damit umgehen.
Hier dann die übrigen Teile für den Kran und dann noch die seitlichen Bordwände. Ja, wie gehabt. Qualität ist so gewollt, ist gut. Aber man kann da sicherlich noch ein bisschen mehr machen. IBG Models ist auch noch ein relativ neuer Hersteller. Ich denke, die sind noch in der Lernphase vielleicht. Da muss ich sagen, haben sie sich trotzdem schon sehr gut geschlagen. Für die Frontscheibe liegen da noch 2 Klassikteile bei. Die sind leider nicht wirklich klar gegossen. Vielleicht können Sie es ein bisschen sehen, wie es ist ein bisschen verzerrt hier hinten. Und die sind auch einfach sehr dick geraten. Da würde ich vielleicht empfehlen, die eventuell zu ersetzen. Ist natürlich dann auch die Frage, inwieweit das überhaupt eine Rolle spielt am Modell. Wenn man die Scheiben eventuell viel verschmutzt, ja, mit Staub oder Dreck oder was auch immer, je nachdem wie die Alterung da abläuft, spielt es vielleicht auch gar keine Rolle mehr. Optimal ist es nicht. Auch hier wieder, der Guss ist einwandfrei. Es ist noch ein bisschen gröber, wie man das vielleicht von anderen Herstellern kennt. Für den Kran liegt dann auch hier noch Garn bei. Ich schätze mal, das ist ein Nylonfaden oder so. Sehr dünn und allemal besser wie diese ganzen Schnüre, die man bei den Tamiya-Bausätzen findet. Die kann man eigentlich nicht wirklich gut verwenden. Da stehen immer so kleine Härchen ab und so. Das ist nicht so toll. Das sollte hier eigentlich kein Problem sein. Ist nur die Frage, das ist sehr dünn, ob das jetzt so ein Stahlkabel von dem Kran adäquat repräsentiert, das sehe ich dann, wenn ich das Modell mal baue. Nicht so mal rein gefühlsmäßig finde ich, glaube ich, dass das ein bisschen zu dünn ist. Der kleine Abziehbilderbogen ist sehr sauber gedruckt. Das ist von Techmont. Das ist eigentlich schon mal gut. Der Trägerfilm ist eigentlich auch sehr klein. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist schon mal gut, wenn es um Silvering geht. Da sollte man eigentlich keine Probleme haben. Hier die kleinen Wartungshinweise, die an den Kran gehören. Die kann man leider nicht lesen. Aber es ist sowas ähnliches wie eine Schrift drauf angedeutet. Also ich denke, die Abziehbilder, die sind auf jeden Fall sehr gut verwendbar. Mich freut es, dass so ein ungewöhnliches Fahrzeug im Maßstab 1:35 erhältlich ist. Die Möglichkeiten für Dioramen sind eigentlich grenzenlos. Gerade wenn man eine Wartungsszene bauen will, ist es eigentlich super. Der Bausatz an sich ist eigentlich schon ganz gut. Manches wirkt ein bisschen unausgegoren. Das würde ich jetzt einfach mal dem Umstand zuschreiben, dass IBG Models einfach noch nicht so lang auf dem Markt ist und etabliert ist. Aber das kann sicherlich besser werden. Und ich habe eigentlich auch keinen Zweifel, dass sich mit dem Bausatz ein hervorragendes Modell bauen lässt. Genau genommen, ich habe es ja auch schon gesehen auf diversen Ausstellungen und Messen, dass Leute das Fahrzeug gebaut haben. Und es sah eigentlich immer sehr schön aus. Deswegen glaube ich, dass sich das gut bauen lässt. Die Bauanleitung ist jetzt nicht die übersichtlichste leider. Ich denke, das ist für Anfänger nicht so toll. Jeder, der sich aber mit dem Modellbau ein bisschen auskennt, sollte damit klarkommen können. Und es sollte eigentlich keine Probleme geben. Der Bausatz kostet so circa 30 Euro. Das finde ich durchaus angemessen, wenn man sich so anschaut, was andere Hersteller so teilweise verlangen für deutlich weniger. Da muss ich schon sagen, ist das schon direkt ein Schnäppchen. Man kann eine Menge mitmachen. Die Bauzeit dürfte sich auch eine Weile ziehen. Also das ist jetzt nichts, was man mal eben an dem Nachmittag zusammenbaut. Also der Bastelspaß hält dann schon eine Weile vor. Und da sind eigentlich dann 30 Euro gut investiert. An dieser Stelle möchte ich mich noch bei meinem Freund Felis Barcinonensis bedanken, der mir den Bausatz geschenkt hat. Vielen Dank, Daniel, für dieses großzügige Geschenk. Das freut mich sehr. Und ich hoffe, in Kürze das Modell mal bauen zu können, damit man dann auch einen Eindruck bekommt, wie sich das tatsächlich gestaltet. Theorie und Praxis sozusagen. Das macht ja doch immer einen ziemlichen Unterschied. Das wäre es auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat die Bausatzvorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.